Christsein im Business. Der Mutmacher-Talk mit Kathleen Kitsche und Walter Stuber. Herzlich willkommen heute zu unserem Podcast Christsein im Business, und wir dürfen ganz herzlich begrüßen den Michael, und der Michael stellt sich jetzt mal selbst vor. Ja, ich bin der Michael Schmotz ist mein Name, und ich komme aus Frankenberg in Sachsen. Das ist zwischen Dresden und Chemnitz, näher an Chemnitz dran. Auf einem kleinen Dorf bin ich geboren, da lebe ich auch heute noch, und da habe ich auch mein Geschäft mit meiner Partnerin zusammen, eine Autowerkstatt und eine Lackiererei, die wir gemeinsam betreiben. Männer definieren sich häufig über das, was sie tun. Deshalb habe ich einen Beruf jetzt vorne herangestellt, das Business. Ich bin verheiratet, habe 2 erwachsene Kinder und 2 Enkelkinder, die auch einen großen Teil meines Lebens mit ausmachen und meines Tuns und Seins. Und natürlich das dörfliche Umfeld hier, wo ich lebe, da ist immer irgendwas los. Bin 55 Jahre alt und ja, so viel erstmal zu mir. Du hast uns jetzt gesagt, du bist 55. Wenn wir jetzt mal zurückrechnen, bist du zu DDR-Zeiten dann auf die Welt gekommen. Ja. Wie war denn dein Christsein in deiner Jugend? Erzähl mal ein bisschen was darüber. Also dadurch, dass ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, hatte ich relativ große Freiheit. Also ich bin in sehr großer Freiheit aufgewachsen. Bin im Rückblick dankbar, dass meine Eltern mir da ganz viel Freiheit auch gewährt haben. Also die Schule war für mich so ein bisschen das notwendige Übel. Ansonsten, meine Eltern haben viel gearbeitet in Landwirtschaft und ich hatte wirklich viel Freiraum. Christsein bedeutete für mich, ich komme aus einem christlichen Elternhaus, habe den klassischen Weg gegangen, also Christenlehre, was man zu DDR-Zeiten so gemacht hat, dann Konfirmation, und ja, stand immer ein bisschen in Konfrontation zum Vaterstaat, zum Sozialismus. Das war nicht ganz so mein Ding und war da ein bisschen ein kleiner Rebell. Also das heißt, ich war einer der einzigen, wir waren zu zweit in der Klasse, die zum Beispiel keine Jugendweihe gemacht haben. Und das war für mich dann schon Überzeugung, aber eben auch ein bisschen eine Challenge, ne? Eine Herausforderung, jetzt bewusst mal dagegen zu treten. Also das war, also im Rückblick sehe ich das so, dass ich das hat meiner Freiheit entgegengewirkt, und deshalb habe ich dagegen rebelliert. Christsein bedeutete für mich auf dem Dorf, wir haben ja keine Kirche auf dem Dorf, mussten wir nach Frankenberg fahren, das sind 5 Kilometer weg, also Kirche, Gottesdienst, Christenlehre, hat alles in der Stadt stattgefunden und war natürlich immer mit Aufwand verbunden, und deshalb ist es auch viel einfach weggefallen. Das ist so, ne? Also Sonntagsgottesdienste, gerade im Sommer, wenn Erntezeit war oder so, meine Eltern sind natürlich, dann gab es keinen Weg zur Kirche, oder seltensten nur. Bin im Rückblick aber dankbar, dass sie mich angehalten haben, dass ich das alles, diese Ausbildung mache, also dass ich das Wissen inhaliere, so will ich es mal sagen, dass ich mich auskenne in vielen Dingen, was in der Bibel ist, die ganzen Geschichten, was man halt so in der Sonntagsschule oder in der Christenlehre lernt, weil das ja letztendlich eine Basis ist für den Glauben, der dann irgendwann später mal gekommen ist. Und ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, der Glaube, der dann später irgendwann gekommen ist. Ich bin ja auch in der DDR groß geworden. Bei uns war das dann gerade die Wendezeit. Dann war das so die Konfirmationsgeschichte. Bei uns sind dann plötzlich ganz viele, die dann eigentlich Jugendweihe gemacht haben plötzlich Konfirmation gemacht. Das war gerade dann so. Aber ich kenne halt ganz, ganz viele, die jetzt auch näher am Glauben dran geblieben sind oder die eben einfach keine gläubigen Menschen sind. Gab es da dann ein einschneidendes Erlebnis irgendwo, dass du sagst, jetzt ich habe jetzt wirklich erkannt, was der Glaube für mich bedeutet? Ja, gab es, aber viel, viel, viel später. Ne? Also ich habe schon bewusst die Konfirmation damals gemacht und gab nie für mich einen Zweifel, dass es Gott gibt oder dass Jesus da ist. Aber so diese persönliche Beziehung war halt nicht da. Ne? Das war viel Wissen da, aber die persönliche Beziehung hat gefehlt. Das kam erst bei mir wirklich persönlich sehr viel, viel später. Letztendlich ist das noch keine 20 Jahre her, wo ich persönlich Ja gesagt habe. No, bis dahin ist das so, ich sag's immer so, war viel Religion unterwegs in meinem Leben. In dem Fall jetzt mal negativ behaftet Religion, bis dann die persönliche Beziehung dazu kam. Das war halt
das sind jetzt knapp 19 Jahre her, auf einer Freizeit, wo ich mit meinem Sohn war, eine Vater-Sohn, zum Vater-Sohn-Ding mit dem Motorrad. Das sind wir gleich bei meinem Hobby, Motorradfahren, wo das letztendlich passiert ist. Und wenn mich heute jemand fragt, ab wann bist du Christ oder seit wann bist du Christ, nenne ich immer dieses Datum vor 18 Jahren, vor 19 Jahren, wo ich auf dieser Freizeit war, weil das für mich das verbindlich machen ist mit Jesus. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, so in dein Alter, dann war ja in der DDR-Zeit ja vieles beruflich nicht möglich. Hast du diese Einschränkungen auch gehabt oder hast du gesagt, okay, das ist nicht mein Weg? Dein Traumberuf war ja was ganz anderes. Wenn man den Traumberuf heute mal mit deinem Glauben zusammenbringt, ist ja der sehr, sehr nah beieinander. Erzähl mal was darüber. Ja. Also ich bin ein sehr naturverbundener Mensch und war viel in der Natur, hat mich schon immer fasziniert, draußen zu sein und wollte eigentlich in jungen Jahren, wo das dann so losging und gefragt wurde, wo kannst du beruflich machen, wollte immer einen Wald, Förster, sowas, das waren meine allerersten Gedanken. Und dann hat man mir aber sofort den Wind aus dem Weg segeln genommen und gesagt, du hast Westverwandtschaft, du gehst nicht zur Armee, du nimmst keine Waffe in der Hand, das kannst du voll vergessen, das kriegst du nie. Ne? Und da habe ich dann, also ich schilder das jetzt so, wie ich jetzt im Rückblick sehe, das ist ja viele Jahre her, habe ich dann auf Stur geschalten und habe mir meine Oase, mein Stückchen Freiheit gesucht. Und das war der Beruf des Schäfers. Wir hatten im Dorf einen alten Schäfer, mit dem bin ich dann schon in jungen Jahren viel draußen rumgezogen und habe da den besucht, wenn er draußen irgendwo Schafe hüten war. Also schon in den Schulferien letztendlich habe ich bei ihm mitgearbeitet. Mit 15, 16 Jahren. Und das ist letztendlich mein Traumberuf geworden. Den konnte ich dann erlernen und auch ein paar Jahre ausüben. Und da hatte ich meine Freiheit. Das war mein Stück Freiheit in diesem Käfig, so sage ich es immer. Ne? Ich hatte keine direkten Vorgesetzten, war für meine Schafe verantwortlich. Das musste funktionieren und dann hat man mich in Ruhe gelassen. Musste niemandem Rechenschaft oder wenig Rechenschaft ablegen und das war mein Stück Freiheit. Noch dazu kommt, dass ich eben gerne auch mit Tieren zusammen bin. Speziell mit Schafen. Und das Berufsbild hat sich dann ja nochmal geändert. Kam das dann nach der Wende oder wie ist das dann geworden, dass du sagst, ich mache es in Kfz-Richtung oder? Ja, also ich war als angestellter Schäfer in einer LPG, einer Genossenschaft angestellt. Wir hatten kein eigenes Land und die LPG, die hat sich dann Anfang der 90er Jahre relativ schnell aufgelöst, wurde abgewickelt und dann war für mich, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon war verheiratet, unsere Tochter war da, ein kleines Kind. Und da musste es irgendwie weitergehen. Ich ganz einfach pragmatisch gedacht, wie geht's jetzt weiter? Es stand kurz im Raum, die Schafe übernehmen und selbstständig machen. Ist daran gescheitert, weil wir kein eigenes Land hatten. Na, ansonsten hatte ich da schon vieles in die Wege geleitet. Und da bin ich ganz einfach zum Amt gegangen und habe gesagt, dann bin ich arbeitslos, wie geht's weiter? Und dann haben die mir 2 Sachen angeboten. In 14 Tagen geht eine Umschulung los zum Kfz-Mechaniker oder zum Klempner. Suchen sich eins raus. Also so war das damals wirklich. Kfz-Mechaniker war damals nicht mein Traumberuf. Und ich habe gesagt, okay, ich probiere das mit den Autos. Und so bin ich da reingerutscht. Habe die Umschulung gemacht, habe Praktikas gemacht, ich war in einem Betrieb, habe dann relativ schnell auch meinen Meister gemacht. Und so ging das Doppel durch, bis wir dann irgendwann einen Betrieb übernehmen konnten. Und das ist jetzt vor 18 Jahren gewesen. Seitdem sind wir selbstständig. Das ist natürlich so, es war nicht dein Traumberuf. Ja. Kann man das heute sagen, ist es jetzt dein Traumberuf? Weil das ist die erste Frage. Und die zweite Frage mal, hast du dann in jungen Jahren auch schon Motorrad gefahren? Also es ist heute Traumberuf. Beruf würde ich es nicht nennen. Ich habe meine Leidenschaft für schöne Autos, für alte Autos. Das kann ich jetzt ausleben. Mein Traumberuf ist in der Form, dass ich selbstständig bin. Also ich bin leidenschaftlich gern selbstständig. war mal in einem Seminar, da ging es darum, sein Leben oder sein Fixstern mal mit einem Wort zu beschreiben. Und seit diesem Seminar, da habe ich mich wirklich intensiv damit beschäftigt, was ist das eine Wort, was mein Leben prägt. Und über mein Leben würde ich das Wort Freiheit stellen. Das ist für mich oberwichtig. Und deshalb ist für mich die Selbstständigkeit wichtig. Wenn sich das damals anders entwickelt hätte und ich hätte vielleicht eine andere Umschulung gemacht, wer weiß.
Heute sind es die Autos. Ich liebe alte Autos, schöne Autos und das kann ich hier in dem Job, den ich jetzt habe, in dem Geschäft, was ich habe, gut ausleben und deshalb ist es für mich schon ein Traumberuf, weil ich da Freude dran habe. Ich gehe jeden Tag gerne auf Arbeit. Ja, das Zweite war was? Ich habe es schon wieder vergessen, Walter. Weil ja viele ja an ihrer MZ rumgeschraubt haben. Ach so. Ja. War das dann so Traumberuf und MZ und Motorradfahren schon da oder ist es später? Nein, das war damals eher Mittel zum Zweck. Du warst auf dem Dorf und wolltest ja auch mal raus in der Jugend. Ne? Und da kam dann bei Zeiten, also auf dem Dorf hat jeder Moped oder Motorrad, das ging gar nicht anders. Ne? Und wenn du noch keinen Führerschein hast, dann bist du irgendwo über Feldwege gefahren. So war das damals. Und so bin ich zum Zweirad gekommen. Motorrad kam erst viel später. Das kam dann erst 2003, 2004, denke ich, so ungefähr, wo ich dann mein erstes Motorrad wieder gekauft habe, oder mein erstes Westmotorrad, sage ich mal, gekauft habe, wo die Kinder dann etwas größer waren und wo das dann losging. So richtig leidenschaftlich Motorradfahren tue ich, denke ich, seit 2007, 2008. Umso größer die Motorräder wurden, umso mehr hat es natürlich dann auch Freude gemacht. Und dann auch so eher ältere Modelle irgendwie oder darauf richtig ein schnelles, modernes Motorrad oder? Nee, Motorrad habe ich ich fahre gerne lange Strecken, also weite Strecken in Urlaub oder ja, auf Freizeiten oder auch mal eine Dienstfahrt mit dem Motorrad und da brauchst du ein Motorrad, wo du gut drauf sitzt. Ne? Und deshalb habe ich mir ein Reiseenduro gekauft. Das habe ich jetzt schon über 10 Jahre. Bin damit eine BMW und damit bin ich gut unterwegs. Wenn du jetzt Gerne lange Strecken. Also bist du mit dem Kauf des ersten Motorrades auch zum christlichen Motorradfahrer in Sachsen gekommen oder hat es miteinander eng verbunden gewesen? Ja, diese Verbindung kam dann durchs Motorradfahren letztendlich, ja. Und mit meinem ersten richtigen Motorrad, wo man mal eine weitere Strecke fahren konnte, gab es ein Freizeitangebot für Väter und Söhne. Das heißt, ich konnte meinen Sohn in ein Auto setzen, der ist mit dem Auto mitgefahren, stückelweise auf dem Motorrad und ich konnte zu dieser Freizeit, in Polen war das damals in den Beskiden, ich konnte selber mit dem Motorrad einfahren. Und dort war die erste engere Berührung mit dem CMS, mit dem christlichen Motorradfahren. Dort kam letztendlich meine Beziehung zu Jesus zustande und die bis heute hält und auch diese Beziehung zum CMS, die dann immer mehr gewachsen ist. Und wenn du jetzt mal so rein das Gefühl mal reinbringst, wie soll ich das sagen, was hat denn für dich, wo die Beziehung angefangen hat, im Beruf sich verändert oder in deinem Geschäftsleben? Das hat ja, wenn du sagst, okay, das war vor 19 Jahre, 18 Jahre hast Geschäft, ja, dann hat sich ja das fast überschnitten, das beides, ja. Und wie ich mitbekommen habe, ist ja deine Geschäftspartnerin nicht christlich. Nein, ist sie nicht. Ja. Obwohl sie offen ist und wir über viele Dinge sprechen und so, aber das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, Walter, ne? Wo ich sage, dass dieses bewusste Ja, ich bin Christ, das hat sie nicht. Das ist aber kein Problem bei uns. Und das war für mich eine ganz spannende Zeit, diese Mitte der 2000er bis also 2006 haben wir im Herbst, Ende 2006 haben wir uns selbstständig gemacht, relativ schnell. Wir haben ein bestehendes Unternehmen übernommen, was in Schwierigkeiten war, haben eine neue Firma gegründet, haben uns hier eingemietet und das musste alles zack, zack gehen. Du bist gar nicht groß zum Nachdenken gekommen. Ne? Wir haben viele Fehler gemacht in dieser Zeit. Wir haben mit einem Schlag alle Mitarbeiter bedenkenlos übernommen, was wir im Nachhinein gemerkt haben, war ein großer Fehler und so verschiedene andere Dinge. Also wir haben viele unserer Fehler selber gemacht und daraus gelernt. Und in diese spannende Zeit, ne, selbstständig machen, eigenen Weg finden, fällt eben auch diese Begegnung oder dieser Schritt rein zu Jesus, weil, das kann ich auch noch ein bisschen begründen, ich habe mit diesen Schritt, mich selbstständig zu machen. Dieser Wunsch in mir war schon immer da, irgendwas Eigenes zu machen, aber das ging dann holter die Polter und dadurch, dass wir auch viele Fehler gemacht haben, habe ich sehr gehadert.
Und ich habe, denke ich, fast 2 Jahre gebraucht, 1,5 Jahre, fast 2 Jahre, denke ich, bis für mich klar war, das ist mein Weg. Das soll ich machen. Das soll ich die nächsten Jahre jetzt hier machen. Und das ist im Prinzip klar geworden mit dieser Entscheidung für Jesus. Da war es, ich sage, ja, wenn der Herr ja sagt zu dir, das ist dein Weg. Das habe ich gespürt. Und von da ab hatte ich Frieden drüber. Das war für mich diese spannende Zeit. So 2006, 2007, 2008, so diese Jahre. Und bei dir im Geschäft jetzt, wenn du sagst, du bist ja jetzt Christ und lebst das entsprechend auch, kommunizierst du das auch dann in der Firma sozusagen, dass also deine Mitarbeiter, die wissen um deinen Glauben, oder du wirst ja jetzt sicherlich nicht nur Christen angestellt haben, sondern werden ja wahrscheinlich ganz, keine Ahnung, aus anderen Konfessionen oder auch Konfessionslose sein, oder wie geht ihr da um? Oder sagst du, ich stelle nur Christen ein, oder? Nö, das ist für mich jetzt kein Kriterium bei einer Einstellung. Der überwiegende Teil meiner Mitarbeiter sind keine Christen. Ich habe einen Azubi, die ist Christ, und ein Mitarbeiter, der kommt aus dem muslimischen Bereich, lebt das nicht, aber kommt vor diesen Hintergrund. Ein Flüchtling damals von vor 8 Jahren oder wann das war, der bei mir gelernt hat und jetzt noch hier geblieben ist, der Murtaza, ein toller Mitarbeiter, ein toller Mensch, treuer Mitarbeiter. Und die wissen dass ich Christ bin, und wenn das Gespräch darauf kommt, in irgendwelchen Situationen, wo eine Entscheidung getroffen wird, dann ist das klar. Ich denke, die wissen auch dann auch, wie ich entscheide. Da gibt's in bestimmten Dingen gar keine Frage. Ja, aber das ist, ich stelle das jetzt nicht jeden Tag vorne ran. So ist es nicht. Ich sag's mal so im Alltag, es gibt bestimmte Regeln, die eingehalten werden müssen, die wir in diesem Rahmen, den wir vorgeben. Und das wissen die Jungs, und das läuft. Ja, also wir kehren das jetzt nicht raus. Das Schöne ist halt, denke ich, das hängt damit zusammen, wenn irgendwo Mitarbeiter persönliche Probleme haben. Dort, denke ich, spüre ich das, sind sie dann nochmal ganz schnell da und suchen das Gespräch. Also die wissen, dass wir, ohne dass ich das jetzt direkt mit Christsein in Verbindung bringen will, aber die wissen, sie können im Prinzip jederzeit wegen jedem Mist, sage ich mal, zu mir kommen. Egal, ob sie Probleme mit der Frau haben oder was auch immer. Ja? Und das nutzen die Jungs schon. Jetzt hast du eine spannende Reise gemacht. Seit wann bist du jetzt im Vorstand oder Vorstandsvorsitzender sogar im CMS? Ja, CMS ist ein wichtiger Teil in meinem Leben mittlerweile. Ne? Das ist mein erstes Hobby, so will ich mal sagen, die schönste Nebensache der Welt. So würde ich es mal sagen. Also Motorradfahren tue ich wirklich leidenschaftlich gerne. Und im Vorstand bin ich seit 8, 9 Jahren, denke ich, und seit 5 Jahren Vorsitzender. Und ja, ist eine spannende Geschichte der CMS. Ne? Da kommen Leute ja von überall her. Also das sind ja sehr oft Christen, die, sag ich mal, in normalen Volkskirchen oder Gemeinden anecken. Gar nicht, die würden nie in eine Kirche gehen. Ne? Also das ist eine buntes Gemenge, ne? von ganz frommen Leuten aus der Landeskirche, aus der kirchlich-landeskirchlichen Gemeinschaft bis zu Freikirchern, bis Leuten, die in gar keine Gemeinde gehen. Also das ist ein buntes Gemenge, und das macht's für mich. Das macht's. Und wir kommen trotzdem miteinander klar. Sind auch christliche Motorradfahrer, oder sagen wir es jetzt so, die christlichen Motorradfahrer für sich, sind die nur aus Sachsen oder kommen die auch von woanders her, wo sie sagen, okay, ich komme jetzt aus Thüringen extra hierher gefahren? Gibt es auch, oder ist es jetzt sehr begrenzt? Also der überwiegende Teil kommt schon aus Sachsen. Ich sag mal, die Hälfte lebt hier im Großraum Chemnitz, mittleres Erzgebirge, Mittelsachsen, so in dieser Region. In der Lausitz gibt's eine Gruppe, dann Leipzig bis hin nach Greiz, das ist ja schon Thüringen, da haben wir jetzt ein BBK, Biker Bibelkreis, so nennen wir das bei uns, gibt's 10 mittlerweile. Und wir haben auch bei Einzelnen, die von weiter weg kommen, von Brandenburg, die uns auf unseren Treffen erscheinen. Also das kommen auch von weiter weg, auch das Haupt ist schon hier in Sachsen, ja. Wir sind großer, mittlerweile 250 Leute, ne? Also wir haben 2 hauptamtlich angestellte Pastoren. Also das ist schon eine ganz schöne Hausnummer mittlerweile. Gut.
Jetzt macht ihr natürlich auch einiges und habt ihr auch so ganz spezielle Gruppen, wo du sagst, okay, wir haben jetzt vielleicht auch nochmal spezielle Gruppen mit Selbstständigen, die da sind oder einzelne Gruppen, wo sagen, okay, wir machen speziell das. Im Verein meinst du jetzt, im CMS? Ja. Dort gibt's das, also diese Unternehmergeschichte gibt's im CMS nicht. Dort gibt es diese Biker-Bibelkreise, die ich gerade schon angesprochen habe. Es gibt 10 Stück und die ticken alle völlig unterschiedlich. Also da gibt's welche, die sind ganz eng und klein und eng miteinander. Dann gibt's große, offene, die schon fast gemeindeähnlichen Charakter haben. Und die prägen den Verein mit dem, was sie dort reinbringen. In speziellen für Unternehmer, wie du es ansprichst, gibt's im CMS nicht. Wobei Unternehmer untereinander im CMS sich auch kennen und auch vernetzt sind und auch miteinander reden, telefonieren, beten. Also auch das passiert im CMS, ja. Aber nicht in den eigenen Hauskreis. Und weil du gerade sagtest, mit den Gruppen, Unternehmergruppen, bist du da aber unabhängig vom Motorrad da irgendwie verbunden mit Unternehmern im christlichen Glauben jetzt? Ja, das ist eine Sache, die mir sehr wichtig ist und die letztendlich für mich auch eine geistige Futterkrippe ist. Ne? Also dort, wo ich meine Nahrung so ein bisschen herkriege, das sind so verschiedene Gruppen und Kreise, in denen ich da unterwegs bin. Da gibt es in der Nähe von Krimitschau den Brunnen, das ist so eine Unternehmerarbeit. Da gibt es Teams, die sich 5-mal im Jahr für einen ganzen Tag miteinander treffen. Und einmal im Jahr ist es ein gesamtes Wochenende gemeinsam, das wir in Merane verbringen. Und dort leben wir diese Gemeinschaft. Also es sind mittlerweile Gruppen entstanden, die sind seit 20 Jahren miteinander unterwegs und treffen sich regelmäßig. Das sind Freundschaften entstanden, ganz tiefe Beziehungen. Manche sind noch ein bisschen loser, also das ist auch sehr breit aufgestellt. Das ist für mich so ein bisschen, wo ich sage, dort docke ich gerne an. Das ist für mich so ein Stück geistige Heimat geworden. Dazu kommt, was aus dieser Gruppe letztendlich entstanden ist, verschiedene andere Kreise. Wir haben einen Unternehmerkreis mit 6 Männern, Menschen in Leitungsverantwortung, Unternehmer, mit denen wir uns monatlich treffen. Einmal im Monat treffen wir uns da abends bei irgendjemand zu Hause. Und jetzt ganz neu seit einem halben Jahr per Zoom, wie wir es hier machen, eine Gruppe, da treffen wir uns wöchentlich für 2 Stunden. Das ist jemand dabei aus Bulgarien, aus Rumänien, aus der Schweiz. Also es ist eine bunte Truppe. Und dort lesen wir zum Beispiel ein Leiterbuch. Ne? John Maxwell, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, haben wir uns ein Buch rausgesucht. Okay, das lesen wir jetzt Kapitel für Kapitel und tauschen uns einmal der Woche drüber aus. Also das ist eine total bereichernde, tolle Sache. Das möchte ich nicht missen. Hätte nie gedacht, dass das mit Zoom so gut funktioniert. Ich war da sehr skeptisch. Klappt wunderbar und ich freue sich recht drauf, wenn die Woche wieder rum ist. Also solche Sachen, ne? Dort bin ich so ein bisschen unterwegs, bin zu Hause und krieg dort so ein bisschen mein Futter auch her. Und wenn du jetzt sagst, also der Brunnen, das ist ja eine, sage ich mal, sächsische Verein, aber wenn du sagst, jetzt in dem Zoom trefft ihr euch weltweit, ist das dann durch die Motorradfahrer oder wie bist du da an die Gruppe gekommen oder wie ist das entstanden? Na, das ist entstanden letztendlich mit dem Freund, den ich aus dem Brunnen her kenne, mit dem ich auch so eng verbunden bin, mit dem ich geschäftlich viel mache, mit dem wir zusammen nach Rumänien fahren, Leute besuchen und eben auch Menschen kennengelernt haben, unter anderem in Bulgarien einen Freund oder in Rumänien einen Freund. Na, und so haben wir das einfach gesagt, wir machen mal so dieses John Maxwell-Dings und wir probieren das mal, so ein Leiterschaftsseminar, das war ein Seminar, das waren 5 Einheiten, das haben wir gemacht und das hat uns so inspiriert, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt kein weiteres Seminar machen, aber wir wollen gemeinsam ein Buch lesen und treffen uns wöchentlich und quatschen einfach drüber. Das ist total cool und bereichernd. Und macht ihr das jetzt in Englisch oder in Deutsch? In Deutsch. Die sind alles deutsch sprechend alles, ja. Okay. Ja. Gut. Das ist schon spannend, ja. Ich lese Napoleon Hill, lese ich, ja. Kommen auch ganz viele christliche Botschaften da drin vor. Hat 565 Seiten, lese ich jetzt Kapitel 3, also lese ich jetzt schon zum 3. Mal. Und er sagt immer wieder, man soll das Buch studieren und nicht einfach 565 Seiten durchlesen. Ja, und so ist es ja bei uns auch. Ne? Du hast mal ein Kapitel, das fixt dich so an, das liest du mehrmals einfach und jedes Mal liest du wieder was Neues
Und dann hast du wieder mal ein Thema, wo du sagst, ja, das ist schön, ich habe es gelesen, aber so wichtig war das für mich jetzt nicht. So ist es halt. Und da tauschen wir uns drüber aus und das ist total cool. Und das sind aber auch Selbstständige oder sind es? Ja. Also ich sag's mal, Menschen in Leitungsverantwortung. Nicht alle selbstständig, aber in Leitungsverantwortung. Ja. Eine spannende Frage jetzt noch, oder vielleicht ist es auch nicht spannend, aber ich sehe hier in deinem Hintergrund immer Rio de Janeiro. Bist du da gewesen mit dem Motorrad oder hast du da Verbindung durch die Arbeit oder durchs Christen oder wie hängt das zusammen? Also Rio de Janeiro, Brasilien, Motorradfahren, das steht noch aus. Das ist irgendwann, wenn ich ein großer Junge bin, mache ich das mal. Das habe ich schon noch vor. Aber nein, wir waren schon oft in Brasilien. Wir haben da ein Patenkind über einen anderen Verein wieder, was wir über ein Missionswerk, was wir schon mehrmals besucht haben. Alle paar Jahre waren wir, also ich denke, wir waren mittlerweile 5, 6 Mal da unten und haben das immer verbunden, das Missionswerk besuchen, Patenkind besuchen und Strandurlaub. Das war immer so das Gesamtpaket. Und deshalb ich habe heute noch enge Verbindungen nach Freunden in Brasilien, mit denen wir auch Unternehmern und mit denen ich ein bisschen mich immer austausche. Ja, und deshalb ist auch ein Stück von meinem Herz in Brasilien. Ja, das ist schon so. Ja. Schön. Also schon, du hast ein spannendes Leben, ja. Also wir könnten uns jetzt noch stundenlang mit dir unterhalten. Was würdest denn du jetzt, wir haben so gefühlt Krisenzeiten, obwohl ich immer sage, ich fühle die Krise im eigenen Geschäft momentan nicht. Also uns geht's gut im Geschäft, es läuft und wir haben uns intensiv die letzten Jahre mit Marke beschäftigt, also Markenaufbau beschäftigt und das wird jetzt auch belohnt, weil wir doch gewisse Anfragen haben, was wir halt speziell machen. Und was würdest du denn jetzt so den Geschäftsleuten mitgeben in diesen Krisenzeiten, wo also viele meinen, wir haben Krisenzeiten, weil ich glaube, dass wir auch mal zurückgehen müssen und sagen, okay, wir müssen nicht immer 60 Stunden arbeiten als Unternehmer oder 80 Stunden, was viele Unternehmer machen, sondern einfach zurückfahren und sagen, ja, ich arbeite auch nur noch 40 Stunden und ich komme mit dem, was ich habe, aus. Und was für einen Tipp würdest du jetzt zu den Unternehmern jetzt geben? Ich würde Unternehmern sagen, dass Krisenzeiten auch immer Zeiten von Chancen sind. Also Krisen sind immer auch Chancen, nie nur negativ. Eine Krise hat immer einen Grund, sicher, ja, die Ursache kann man drüber streiten, ist man selber dran schuld, sind es irgendwelche äußeren Umstände. Aber Krisen birgen auch immer Chancen. Letztendlich, wenn man zurückblickt, die Wende war in einer gewissen Weise auch eine Krisenzeit für bestimmte Leute. Und es ist total was Geniales draus gewachsen. Und so kann das auch jetzt, ich vergleiche das immer so ein bisschen, ne? Damals die Wende mit der Zeit, die jetzt da ist oder vielleicht uns bevorsteht. Klar wird es vielen Leuten schlechter gehen. Wir werden Wohlstand einbüßen. Das wird so kommen, denke ich schon. Aber es wird auch wahnsinnig viel Potenzial haben. Es sind die Menschen, die das ja machen, ne? Also die Unternehmer oder Leute in Verantwortung, die sind ja da, die sind ja nicht doof, die denken ja mit, die sehen ja das Potenzial. Und deshalb werden das die Leute sein, die als erstes wieder aufstehen, wenn was umgefallen ist und dort wieder was Neues aufbauen. Also die Krise für mich immer eine Chance und deshalb würde ich Unternehmern Mut machen, nicht nur das kurze, schnelle Geschäft zu sehen in dieser jetzigen Zeit, was ja manchmal auf der Hand liegt mit diesen Preissteigerungen und so, das ist ja manchmal verführerisch, dort einfach mit einzusteigen, sondern gucken, was geht langfristig. Wo geht's langfristig hin und langfristig zu planen und einen Fixstand zu suchen, zu gucken, dort will ich hin. Das ist mein Ziel. Und ich sage mal noch eins, ich denke, dass in Zukunft Beziehungen eine Rolle spielen werden, das ahnen wir jetzt noch gar nicht. Also ich denke, dass Beziehungen in jeder Form in Zukunft eine ganz große Rolle spielen werden. Das war ja zu DDR-Zeiten ja auch so. Genau. Und warum, Walter? Weil eine Not da war. Und jetzt, wenn jetzt wieder eine Not kommt, kann das wieder nach vorne gehen mit der Beziehung. Mhm. So, Kathleen, du darfst noch eine letzte Frage stellen. Eine letzte Frage. Ich habe auf deiner Internetseite gesehen, fand ich total spannend, das mit dem Bulli.
Die baut ja jetzt selber direkt auf oder ist das wirklich so ein einzelnes Hobby, also das für dir jetzt oder seid ihr da? Also das hängt ja mit alten Autos zusammen, denke ich mal. Ja. Und ich habe jetzt, ich fand das immer schon spannend, selber mal so ein Auto zu haben irgendwie. Aber bei mir ist halt niemand, der das jetzt aufbauen würde. Und ich kann mich da nicht hinstellen und selber da dran rumschrauben. Aber das fand ich so cool irgendwie. Und deswegen habe ich gedacht, da muss ich wenigstens noch mal kurz nachfragen. Das hängt letztendlich auch wieder mit Brasilien zusammen. Da sind wir wieder bei Kontakt. Ich habe einen Freund in Brasilien, sagte ich ja schon, mit denen ich auch geschäftlich manchmal was mache. Diese Bullis wurden ja in Brasilien auch hergestellt, gebaut und viel länger als in Deutschland. Also der letzte Bulli, der ist dort, denke ich, vor 12, 13 Jahren erst vom Band gelaufen. Das ist natürlich für uns Deutsche hochinteressant, diese Autos hierher zu holen, wieder herzurichten für den deutschen Markt, anzupassen. Und das mache ich gelegentlich, habe das mal mehr gemacht. Momentan ist das ein bisschen eingeschlafen, weil der Absatz in Deutschland schwierig ist durch die Leute halten einfach das Geld mehr zusammen, muss ich sagen. Ne? Deshalb sind solche Autos schwieriger zu verkaufen. Ich habe noch 2 Stück dastehen jetzt aus Brasilien, die wir jetzt gerade herrichten. Aber grundsätzlich ist es auch die Verbindung von Beziehung und Geschäft. Also ich sehe das als Ganzes. Ne? In dem Fall machst du das mit einem Freund in Brasilien, der sucht die für mich, guckt die sich an und dann haben wir die hierher geholt. Bringt die hier in Ordnung und haben die hier verkauft. Da habe ich noch eine ganz tolle Idee, Kathleen. Wirklich. Wir lassen von Michael uns das aufbauen, ja, als Wohnmobil. Meine Frau möchte immer so was haben, ja, aber wir haben zu Hause keinen Platz zum Hinstellen. Aber den Platz habe ich bei dir gesehen, hast du ums Haus, ja, und wir teilen uns die Kosten zur Hälfte. Ja. Teilauto, genau. Wir machen ein Teileauto, ja, ein Teileauto. Und was noch dazu kommt, der Michael, also ich fahre ja normalerweise nur Automatik, aber die werden ja keine Automatik haben, sondern Schaltgetriebe. Ja. Dann ist nämlich so, dann müssen wir auch regelmäßig zum Michael gehen, um die Kupplung immer wieder machen zu lassen. Ja. Weil wenn ich Schaltgetriebe gefahren habe, dann habe ich also alle 20.000 Kilometer habe ich eine neue Kupplung gebraucht. Weil ich den Fuß nicht so runtergenommen habe, ja. Also hat er regelmäßig Arbeit, ja. Du hast was davon und wir haben was davon. Also Win-Win für alle. Ja. Win-Win für alle 3. Er hat regelmäßig Arbeit, ja. Ja, genau. Schön. Vielen Dank, Michael, dass du teilgenommen hast. Gerne. Ja, vielen Dank an alle, die das anhören. Vielen Dank und teilt es einfach weiter. Und vielleicht möchtet ihr auch mitmachen. Vielleicht seid ihr auch in einer Leitungsfunktion in einem Unternehmen. Herzlichen Dank. Meldet euch bei uns. Vielen Dank. Dankeschön. Abonniere jetzt unseren Podcast, like die Folge und kommentiere. Christsein im Business. Der Mutmacher-Talk. Mit Kathleen Kitsche und Walter Stuber.